Kennst du das? Du hast gerade eine neue Tüte Specialty Coffee aufgemacht, freust dich auf den ersten Shot, aber am Ende landet er direkt im Ausguss, weil er entweder in 5 Sekunden durchrauscht oder die Maschine komplett verstopft. Jedes Mal beim Bohnenwechsel wertvolle Gramm Kaffee zu verschwenden, nur um den Mahlgrad zu finden, ist frustrierend und teuer. Aber was wäre, wenn ich dir sage, dass du den Mahlgrad ziemlich genau schätzen kannst, noch bevor du die Mühle das erste Mal einschaltest? Ich bin Chris und heute zeige ich dir, wie du deine Bohnen richtig liest, damit der erste Shot direkt sitzt oder zumindest verdammt nah dran ist. Der erste Blick geht immer auf die Röstung. Das ist dein wichtigster Anhaltspunkt. Helle Röstungen sind extrem dicht und hart. Stell dir das wie einen massiven Stein vor. Das Wasser kommt da nur schwer rein, also musst du die Oberfläche vergrößern und deutlich feiner mahlen. Dunkle Röstungen hingegen sind wie ein trockener Schwamm. Sie sind porös, spröde und oft siehst du schon kleine Öltröpfchen an der Oberfläche. Das ist ein Warnsignal. Diese Bohnen lösen sich fast von selbst auf. Wenn du hier mit der Einstellung deiner hellen Röstung rangehst, erlebst du eine bittere Überraschung. Hier musst du sofort ein ganzes Stück gröber werden. Ein echter Profi-Tipp ist der Blick auf die Anbauhöhe und die Aufbereitung. Kaffees aus extremen Höhenlagen, wie zum Beispiel aus Äthiopien, wachsen langsamer und haben eine viel dichtere Zellstruktur. Diese Bohnen sind wahre Panzer. Da musst du feiner mahlen, um die Süße überhaupt rauszukitzeln. Bei der Aufbereitung merkst du dir. Gewaschene Kaffees sind meistens härter und verlangen nach einem feineren Schliff. Naturals oder experimentelle anaerobe Fermentationen sind durch die Prozesse oft schon vorbereitet und weicher, also tendenziell etwas gröber starten. Wenn dir dieser Guide dabei hilft, in Zukunft weniger Bohnen zu verschwenden, dann lass mir doch ein Like da und schreib mal in die Kommentare, welche Bohne dich beim Einwählen bisher am meisten geärgert hat. Sogar die Größe spielt eine Rolle. Große Bohnen erzeugen oft ein Mahlgut mit mehr Zwischenräumen, während kleine Bohnen kompakter zusammenfallen. Große Bohnen brauchen also meistens einen feineren Mahlgrad als die kleinen Perlen. Und vergiss das Alter nicht. Wenn du von einer super frischen Röstung auf eine Packung wechselst, die schon 2 Monate im Schrank lag, wirst du merken, dass der Flow bei der alten Bohne viel schneller ist. Das CO2 ist raus, die Struktur ist flacher. Ältere Bohnen verlangen immer nach einem feineren Mahlgrad, um den nötigen Widerstand im Siebkorb aufzubauen. Bevor du also das nächste Mal blind an deiner Mühle drehst, nimm dir 5 Sekunden Zeit. Schau dir die Bohne an, fühl ihre Härte und check das Röstdatum. Mit dieser Checkliste im Kopf wirst du beim Bohnenwechsel deutlich weniger Ausschuss produzieren und schneller beim perfekten Espresso landen. Bleib neugierig und genieß deine nächste Tasse. Bis bald!